Hallo und herzlich willkommen bei Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und zeige dir heute, wie du diese elfenhafte Kette mit Blättern und eingefassten Stein in der Mitte selber machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die Materialien, die du brauchen wirst, sind 8x50 cm grünes Garn sowie weitere 6x40 und 4x30 cm der gleichen Farbe, dann noch 2x100 cm, 2x40 und 2x30 cm in dunkelbraun, sowie 8 kleine Messingperlen mit Durchmesser 3,8 mm, wo 2 Bänder durchpassen müssen, und natürlich deine zentrale Perle mit Durchmesser 8 mm. Die Materialien, die ich hier verwende, habe ich dir wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Du beginnst damit, dass du 2 der ganz langen dunkelbraunen Bänder in der Mitte oben im Klemmbrett einspannst. Als nächstes befestigst du dir dann ein Band der Länge 40 cm, indem du es mittig fasst und in einer Schlaufe hier unter den eingespannten Bändern durchgehst und die beiden Enden oben rausziehst. Dann zunächst das obere Ende nochmals drüber hinweg und aus der Schlaufe unten rausziehen und dasselbe mit dem unteren Band wiederholen. Das Ganze machst du jetzt noch einmal mit einem weiteren Band der Länge 40 cm. Also wieder die Schlaufe hier drunter durch, dann die Enden oben rausziehen und das obere Ende zuerst und dann das untere Ende nochmals drüber hinweg und unten aus der Schlaufe rausziehen. Als nächstes brauchst du hier diese beiden langen eingespannten Fäden und fädelst dort deine erste Messingperle drauf. Am einfachsten geht das, wenn du erst das eine und dann das andere Band durchfädelst und nicht versuchst, beide gleichzeitig durchzumachen. Überprüf an dieser Stelle am besten nochmal, dass wirklich auf beiden Seiten die gleiche Länge des dunkelbraunen Garns rausschaut. Als nächstes befestigst du dir einen der 50 cm langen grünen Fäden, und zwar so, dass die obere Hälfte 10 bis maximal 15 cm länger ist als die untere. Und führst dann ebenso, wie wir das gerade mit den braunen Garn gemacht haben, die Schlaufe drunter durch und ziehst die beiden verschieden langen Enden dann hier wieder raus. Das untere ist hier also kürzer und das obere wesentlich länger. Und dann führst du wieder zuerst das längere obere Ende erneut drüber hinweg und wiederholst es mit dem unteren. Auf die gleiche Weise befestigst du jetzt das nächste grüne Band, natürlich ebenfalls mit Länge 50 cm. Jetzt kommen noch 2 weitere Bänder, ebenfalls mit der Länge 50 cm auf die gleiche Weise hier daneben. Ich zeige dir das mal im Zeitraffer, weil das einfach genau das gleiche ist, was du mit den anderen schon gemacht hast. Wenn die Bänder einmal eingespannt sind, kommt dahinter die nächste Messingperle. Spann dir das Ganze dann ruhig ein bisschen weiter oben ein, dann geht es leichter, und es geht weiter mit einem der 40 cm langen Fäden, wobei du diesmal nur 7 bis maximal 11 cm an der oberen Hälfte länger lässt und dann, genauso wie wir das eben schon gemacht haben, wieder die Schlaufe unter dem eingespannten braunen Band drunter durchführst und alles nach oben rausziehst. Das gleiche machst du noch mit 2 weiteren Bändern, bevor du dann erneut eine Messingperle einfädelst.
Den gleichen Prozess wiederholst du nur noch mit 2 weiteren Bändern der Länge 30 cm, wobei hier das obere Ende 4 bis maximal 6 cm länger sein sollte als das untere. Die Technik, wie du das befestigst, ist wie gesagt die gleiche, die wir schon die ganze Zeit machen. Schauen wir uns nochmal an, was wir bis jetzt haben. Die grünen Bänder auf der einen Seite sind eingespannt und je näher sie an dem Braun sind, desto länger sind die Fäden. Spann dir dann das Ganze andersrum oben im Klemmbrett ein und jetzt befestigen wir symmetrisch dazu auf der anderen Seite genau das gleiche. Du nimmst dir also zuerst einen Faden wieder der Länge 50 cm, bei dem der obere Teil 10 bis maximal 15 cm länger ist, also so wie wir das hier oben schon gemacht haben. Und das Ganze wiederholst du noch 3 weitere Male, bis dann alle Fäden der Länge 50 cm aufgebraucht sind. Jetzt kannst du wieder eine Messingperle drauffädeln und weiter geht es mit den Bändern der Länge 40 cm. Diese wie gesagt so, dass das obere Ende 7 bis maximal 11 cm länger ist und du fädelst jetzt 3 statt 4 dieser Bänder auf, bis alle Bänder der Länge 40 cm aufgebraucht sind und du die nächste Messingperle dazwischen schiebst. Nun noch die beiden kurzen Bänder der Länge 30 cm ebenfalls hinzufügen. Und dann haben wir fast alle Fäden befestigt. Klemm dir das Ganze dann mittig oben ein, sodass du an den braunen Bändern gut weiterarbeiten kannst. Du gehst jetzt in die Mitte, also greifst dir die beiden mittleren Fäden, legst den rechten über den linken, hältst ihn straff und den, der von links kommt, den machst du dort zweimal daran fest. Dann hier das Ende, was von der linken Seite noch rausschaut, an der gleichen Linie befestigen. Wieder nach innen führen und von der anderen Seite umwickeln. Und auf der rechten Seite wiederholen. Also der linke von den beiden legt sich über den anderen und der von ganz rechts dort drumherum. Dann gleich die Richtung wieder ändern, nach innen führen und von der anderen Seite umknoten. Hier wieder das rechte über das linke Ende legen und straff halten und das, was von links kommt, dran festmachen. Die erste kleine Diamantform ist damit fertig. Jetzt hier das zweite von links mit dem von ganz links umknoten. Auf der rechten Seite das zweite von rechts mit dem von ganz rechts umknoten. Und jetzt befestigst du dir, in dem Fall genau mittig, ein braunes Band der Länge 30 cm, so wie wir das vorhin auch schon gemacht haben, hier an der ganz linken Linie. An der rechten Außenlinie wiederholen wir das Ganze mit dem letzten Band der Länge 30 cm.
Du hast jetzt hier also symmetrisch auf der linken und auf der rechten Seite diese Linien rausschauen und in der Mitte jeweils 3 Bänder. Wir gehen wieder auf die linke Seite und führen hier mit den beiden linken Bändern das Ganze wieder in die Mitte. Auf der rechten Seite das gleiche. Und dann sind in der Mitte noch 4 Bänder übrig. Von diesen 4 nimmst du das ganz linke und machst es hier auch wieder an der linken Außenlinie fest. Und wiederholst das spiegelbildlich auf der rechten Seite. Jetzt sind noch 2 Fäden in der Mitte übrig, wovon du dir den linken greifst und diesen durch die Malachitperle führst. Dann das Ganze bis auf Anschlag oben festschieben und die Linie, die hier von rechts rauskommt, über das Band, was aus der Perle rausschaut, legen und dieses daran festmachen. Damit ist die Perle an sich befestigt und das Band, was jetzt diagonal noch unten herausschaut, das führst du nach links unter der Perle durch und machst es an der linken Seite fest. Dann hier wieder die beiden Enden zusammenführen, indem du das rechte über das linke legst, so wie wir das vorhin schon gemacht haben. Und das linke daran befestigst. Und dann greifst du dir das dritte und vierte Band von links und fängst an, hier wieder eine kleine Diamantform zu machen, wie wir sie hier ganz am Anfang mit den braunen Bändern schon gemacht haben. Dann auch das dritte und das vierte von der rechten Seite analog dazu führen. Und die Diamantform wieder schließen, indem sich das rechte über das linke Ende legt. Der Mittelteil ist damit fertig. Damit dir die Bänder nicht in die Quere kommen, können wir sie hier einfach noch ein bisschen abschneiden. Und dann gehen wir auf die linke Seite und schauen uns an, wie du das erste Blatt knüpfen kannst. Du nimmst dir den ganz rechten dieser Fäden und legst den über alle anderen. Du kreierst also eine parallele Linie zu dem, was du darüber hast, indem du alle Bänder daran festmachst. Also immer zweimal das Band drüber wegführen und durch die Schlaufe ziehen. Wenn du ganz am Ende angekommen bist, gehst du wieder ganz nach rechts. Diesmal lässt du diesen ganz rechten Faden aber weg und führst den zweiten von rechts ebenfalls nach links, indem sich alle anderen Bänder wieder dort drumherum legen. Achte dabei besonders am Ende darauf, dass der Faden, der davor innen lang gelaufen ist, ebenfalls an dieser Linie befestigt wird. Dann wieder nach rechts gehen, einen weiteren Faden zur Seite legen und mit dem zweiten von rechts dann hier weiter
die Linie fortführen. Auch hier wieder die Linie von davor drunter durchführen und ebenfalls festmachen. Und dann erneut den ganz rechten zur Seite legen und den zweiten von rechts wieder nach links führen. Du wiederholst also immer das gleiche Pattern und die Linie wird jedes Mal ein Stückchen dünner, weil du einen Faden zur Seite legst. An dieser Stelle sollten jetzt hier 6 Bänder schon an der Seite liegen und mit den 2 verbleibenden führst du hier noch ein letztes Mal diese Technik durch, um die Spitze zu knüpfen, und dann wird das Ganze wieder zurückgeführt. Das heißt, mit den beiden, die du eben benutzt hast, drehst du hier die Richtung und umknotest das von der anderen Seite. Dann nimmst du dir einen weiteren Faden dazu und das Band, was jetzt ganz links liegt, wird wieder nach rechts geführt und jetzt von 2 Bändern umknotet. Also zuerst mit dem, was gleich daneben liegt. Und dann empfehle ich dir, das hier oben einzuspannen, damit du einen besseren Winkel hast zum Weiterarbeiten. Und dann eben das Band, was hier an der nächsten Linie liegt, dort befestigen, um die zweite Linie wieder größer zu machen. Dann wieder das Band von ganz oben links greifen und über die nächsten 3 Bänder führen. Das heißt, du machst jetzt spiegelbildlich zu dem, was wir vorhin gemacht haben, wo also immer ein Band dann ausgelassen wurde, nimmst du jetzt immer wieder ein weiteres dazu, um die Linie zur Mitte hin wieder zu vergrößern. Jetzt kommt also das Band, was hier an dem rechten Teil des Blattes schon befestigt ist, dazu und die Linie wird vergrößert. Wieder ein weiteres Band dazu nehmen und das oberste erneut nach unten führen und von den nächsten 4 Bändern umknoten lassen. Die Technik ist wie gesagt die gleiche, die wir auf dem Hinweg benutzt haben, bloß dass eben jetzt immer wieder ein Band dazugenommen wird, statt weggelegt. Mit ein bisschen Übung ist das Ganze eigentlich gar nicht so schwer. Es ist nur ein bisschen zeitaufwendig, weil es recht viele Knoten sind, um hier so ein Blatt herzustellen. Jetzt sind wir auf der letzten Linie angekommen, wieder das von ganz oben in die Mitte führen und nun das letzte, was hier noch in der Nähe von den braunen Bändern rausschaut, dort ebenfalls befestigen. Das erste Blatt ist fast abgeschlossen, spann dir das Ganze dann nochmal oben ein.
Und für die ganz rechte Linie noch ein weiteres Mal nach außen und umknote diese mit den anderen Bändern, die hier rausschauen. Jetzt kannst du dir alle Bänder einmal grob abschneiden, damit sie dir nicht in die Quere kommen, wenn wir dann nach links weiterarbeiten. Für das nächste Blatt, was weiter links liegt, wiederholen wir den gleichen Prozess, bloß eben jetzt mit weniger Bändern. Du greifst also wieder das ganz oberste und führst dieses nach links, indem sich alle anderen 5 dort drumherum legen. Dann wieder das oberste weglassen und mit dem zweiten weitermachen. Und immer so weiter, also immer einen Faden auslassen und mit einem weniger das Ganze fortführen. Am Ende hier, wie gesagt, immer doller aufpassen, die Spitze des Blattes ist am kompliziertesten zu knüpfen. Und vor allem der Richtungswechsel kann ein bisschen tricky sein, wenn du das noch nie gemacht hast. Also, du führst dieses Band hier wieder über den zweiten drüber weg und umknotest es von der anderen Seite. Dann nimmst du dir einen weiteren Faden dazu und nimmst wieder das ganz linke, führst dieses über den anderen drüber weg hier, machst es daran fest. Dann das Ganze am besten oben einspannen, damit es leichter geht. Und dann das nächste Band, was hier eben an der anderen Hälfte des Blattes schon befestigt ist, dazu nehmen. Jetzt Schritt für Schritt immer eine weitere Linie machen und einen weiteren Faden dabei dazu nehmen, so wie wir das beim großen Blatt genauso schon gemacht haben. Auch hier wieder das Ganze dann nochmal andersrum einspannen und die letzte Linie von rechts noch einmal nach außen führen. Dann auch hier wieder die überflüssigen Bänder alle wegschneiden. Und ein letztes Mal auf der linken Seite das kleinste Blatt, wo eben nur 4 Bänder rausschauen, ebenfalls auf die gleiche Weise vervollständigen. Also wieder das ganz rechte über die 3 anderen legen, diese daran festmachen. Und eben immer ein Band auslassen, bevor du die zweite Linie machst. Dann auch hier wieder den Richtungswechsel machen mit den beiden Abschlussbändern. Und jetzt wieder schrittweise
mit den größer werdenden Linien immer wieder ein weiteres Band von der rechten Seite dazu nehmen. Auch hier am Ende wieder zum Abschluss ein letztes Mal das Ganze in die andere Richtung führen. Und dann auch wieder die Bänder abschneiden. Jetzt kannst du anfangen, die Bänder ein bisschen akkurater abzuschneiden, sodass sie maximal 1 mm hier rausschauen. Und dann das Ganze auf die Rückseite drehen und vorsichtig mit dem Feuerzeug die Stummel angurkeln und das Ganze dann mit den Fingern festdrücken, damit die Enden nicht mehr rausrutschen. Mit den anderen beiden Blättern das gleiche wiederholen, also knapper die Bänder abschneiden und mit dem Feuerzeug das Ganze festmachen. Auch in der Mitte mit den braunen Bändern das Ganze wiederholen. Also auch hier nochmal knapper abschneiden, damit es sich dann leichter arbeiten lässt. Und mit dem Feuerzeug, wenn du es auf die Rückseite gedreht hast, alles festmachen. Jetzt wiederholen wir das Blatt, was wir hier auf der linken Seite schon haben, spiegelbildlich auf der rechten Seite. Das heißt, diesmal muss das ganz linke Band sich über die ganzen anderen hier legen und diese natürlich auch wieder daran festgemacht werden. Der Knoten ist von der Sache her genau der gleiche, den wir die ganze Zeit schon gemacht haben, bloß eben diesmal genau spiegelbildlich. Du nimmst dir also jetzt wieder den ganz linken zur Seite, also der zur Mitte zeigt, und greifst dir den zweiten von links und wiederholst das Ganze in einer kürzeren Linie nach außen. Schritt für Schritt, also auch hier wieder immer einen weiteren Faden zur Seite legen und den zweiten von links nach außen führen. Schauen wir uns auf dieser Seite vielleicht auch nochmal den Abschluss an. Also wenn du hier nur noch 2 Bänder übrig hast, dann hier wieder die Richtung kreuzen und das umknotende Band von der anderen Seite drumherum legen, damit du wieder nach links oben kommst. Das Ganze dann ruhig hier andersherum einspannen. Und wieder das ganz rechte Band hier mit dem nächsten davon umknoten und dann gleich das nächste Band dazu nehmen.
Linien werden jetzt also Richtung Mitte immer wieder größer und du greifst dir, wie wir das auf der anderen Seite auch schon gemacht haben, eben immer wieder einen weiteren Faden dazu. Auch auf dieser Seite ist es natürlich immer am einfachsten, wenn du dir ab einem gewissen Punkt das Blatt an der Spitze oben einklemmst. Und auch hier natürlich, wenn du wieder in der Mitte angekommen bist, fehlt noch diese Abschlusslinie, das Ganze also wieder andersherum einspannen. Und dann den ganz linken Faden ein weiteres Mal nach rechts außen führen. Auch hier gern wieder die überflüssigen Bänder wegschneiden, damit sie dir nicht in die Quere kommen. Und jetzt geht es einfach damit weiter, auch auf der rechten Seite hier die verbleibenden Blätter zu knoten. Auf dieser Seite, wie gesagt, immer mit dem ganz linken anfangen und dieses nach außen führen. Wenn du dann alle Blätter fertig geknüpft hast, die Fäden abgeschnitten hast und alles mit dem Feuerzeug festgegockelt, sollte deine Kette so aussehen. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die braunen Bänder, die links und rechts rausschauen, zu verzwirbeln. Dazu greifst du sie dir beide und machst zunächst nochmal einen Knoten, damit sich hier nichts mehr auflöst. Und dann greifst du jeweils einen mit der linken und mit der rechten Hand und drehst diese gegen den Uhrzeigersinn mit den Fingern und im Uhrzeigersinn mit den Händen ineinander. Wenn dir das jetzt hier gerade zu schnell geht, dann kannst du einfach oben rechts nochmal dem Link folgen. Ich habe zu dem Thema Bänderkordeln noch ein extra Video gemacht, was du dir gerne dazu noch anschauen kannst. Wenn du der Meinung bist, dass diese Seite lang genug ist, kannst du natürlich aufhören, dann hier die Enden nochmal verknoten, damit sich nichts mehr aufdreht. Und dann nacheinander beide Enden durch eine Messingperle führen. Die Perle bis auf Anschlag schieben, am besten das Ganze nochmal oben einklemmen, damit nichts wegrutscht und dann die beiden Enden, die hier rausschauen, nochmal miteinander verknoten. Mach das Ganze mindestens zweimal. Und dann kannst du dir die Enden ganz knapp wieder abschneiden und mit dem Feuerzeug das Ganze anguckeln. Genau das gleiche wiederholst du natürlich jetzt auf der anderen Seite. Also auch hier wieder erst einen Knoten, damit die grünen Bänder nicht rausrutschen und dann das Ganze verzwirbeln. Ganz am Ende kannst du dir dann hier die beiden Abschlussbänder noch übereinander legen
und mit einem der grünen Schnipsel, die übrig geblieben sind, einen Verschlussknoten machen. Wie genau ein solcher Verschlussknoten geht, das zeige ich dir hier nicht im Detail, dazu habe ich auch noch mein extra Video, was du wieder findest, wenn du oben rechts dem Link folgst oder unten in der Beschreibung nachschaust. An dieser Stelle ist die Kette fertig. Ich hoffe natürlich sehr, dir hat das Video gefallen. Freue mich, wenn du mir das mit einem Daumen nach oben zeigst. Und ansonsten findest du hier auf der linken Seite eine weitere Anleitung von mir und kannst auf der rechten Seite meinen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schau auch sehr gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video.